Hola und buen dia von Gran Canaria. In diesem Video erkunde ich den Süden und den Osten der Insel. Wir besuchen den kleinen Fischerort Tufia und das fast schon mondäne Puerto de Mogan. Wir machen eine Offroad-Tour durch den Parque Natural de Pilancones mit Stopps in Tirajana und Fataga, gehen von Puerto Rico aus auf Delfin- und Whale-Watching-Bootsfahrt, genießen einen Strandtag an der Playa del Inglés und in Meloneras in Maspalomas. Außerdem fahren wir den unteren Teil der Panoramastraße GC 200 von Puerto de Mogan bis nach Aldea. Und du bist wie immer herzlich eingeladen, mich zu begleiten. Ich bin Sebastian on Tour und bei mir geht es um Reisen, Urlaub und alles, was dazugehört. Wenn du neu hier bist oder es bisher noch nicht getan hast, lass ein Abo da, schalte die Benachrichtigung ein und du wirst automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und wenn du schon länger dabei bist und mich und meinen Kanal unterstützen willst, dann freue ich mich über jeden Like und jeden Kommentar. Der kleine Ort Tufia liegt etwas nördlich des Flughafens direkt an der Küste. Der kleine Ort ist insbesondere für seine Unterwasserwelt bekannt und beliebt. Er gilt als einer der beliebtesten Tauchplätze auf Gran Canaria. Aufgrund seiner geschützten Bucht ist er übrigens auch für absolute Anfänger bestens geeignet. Aber auch außerhalb des Wassers hat der Ort etwas zu bieten. Vor allen Dingen ein bisschen Geruhsamkeit. Wirklich überlaufen ist es hier selten. Man kann also gemütlich durch die niedlichen Gassen zwischen den weiß getünchten Häusern schlendern und das Idyll dieses charmanten Fischerdorfes genießen. Der Ort selbst ist vollständig autofrei. Am Ende des Ortes gibt es noch einige historische Höhlenwohnungen, die bis heute bewohnt sind. Der Parque Natural de Pilancones ist ein knapp 5800 Hektar großer Nationalpark im Süden von Gran Canaria. Er beeindruckt mit schroffen Felsen, hohen Bergen, steilen Klippen und atemberaubenden Schluchten. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Nationalpark zu erleben. Eine der bequemsten und gleichzeitig aufregendsten ist sicherlich per Offroad-Jeep. Selbstfahren ist in dem Nationalpark verboten und auch nur autorisierte Anbieter dürfen eine solche Tour überhaupt anbieten. Unsere Tour startet in Maspalomas mit 5 Fahrzeugen in die beeindruckende Bergwelt des Parque Natural de Pilancones. Die erste Stunde geht es über Asphaltstraßen immer weiter bergan und schon dieser Teil bietet tolle Ausblicke.
einer Stunde verlassen wir die befestigte Straße und das Abenteuer Offroad beginnt. Ungefähr eine Stunde geht es durch unwegsames Gelände. Die Route geizt nicht mit atemberaubenden Eindrücken dieser ganz anderen Seite von Gran Canaria. Als wir endlich wieder eine befestigte Straße unter den Reifen haben, sind wir ordentlich durchgeschüttelt. Oberen Ausfahrt des Nationalparks liegt der Ort San Bartolomé de Tirajana. Der Zwischenstopp an der lokalen Panaderia lohnt sich für einen Kaffee und ein süßes Gebäck. Von San Bartolomé de Tirajana geht es weiter im Tal der 1000 Palmen, auch Barranco de Fataga, also Fataga-Schlucht genannt. Dort liegt der gleichnamige Ort Fataga, eine grüne Oase mit kleinen Gassen und typisch spanisch-weißen Häusern. Hier machen wir eine Mittagspause, bevor es weitergeht. Zum Abschluss der Fahrt kommen wir noch an der Finca Canarias Aloe Vera vorbei. Hier werden Aloe Vera Pflanzen angebaut und verarbeitet.
Neugierigen Touristen wird gezeigt, wie man das Aloe Vera Gel aus dem Wasserspeichergewebe der Blätter fachmännisch erntet. Und praktischerweise kann man das pure oder weiterverarbeitete Aloe Vera Gel für kosmetische Zwecke gleich im angeschlossenen Hofladen erwerben. Bevor die Fahrt endgültig vorbei ist, gibt es noch einen letzten kurzen Stopp am Mirador Astronómico de la Degolada de las Yegas. Einen Aussichtspunkt mit Blick nach Maspalomas auf der einen Seite und in die Bergwelt auf der anderen. Maspalomas liegt an der Südspitze von Gran Canaria. Es ist der älteste Ferienort auf der Insel. 1962 begannen hier die umfangreichen Bauarbeiten des Bebauungsplans Maspalomas Costa Canaria, der den halbwüstenartigen und nur spärlich besiedelten Landstrich nachhaltig veränderte. Die bekannte Dünenlandschaft im südwestlichen Teil von Maspalomas wurde 1987 unter Naturschutz gestellt. Seit 2020 wird dieser Schutz streng überwacht und ein Abweichen von den gekennzeichneten Pfaden kann Bußgelder bis zu 600.000 € Strafe nach sich ziehen. Weiterhin bekannt und beliebt sind die Ferienanlagen, Restaurants und Bespaßungseinrichtungen der Playa del Inglés im Osten. Der überwiegende Teil der großen Hotelbauten stammt noch aus den 60er und 70er Jahren. Schicker und mondäner ist Meloneras, der westliche Teil von Maspalomas rund um den Leuchtturm, dem Faro de Maspalomas. Hier im Süden von Gran Canaria stehen knapp 40.000 Einwohner ungefähr 4,5 Millionen Urlaubern allein im Sommerhalbjahr gegenüber.
Du freust dich über Urlaubsmitbringsel? Dann ist hier deine Chance. 2 solcher Pakete habe ich gepackt und eins davon kann dir gehören. Das erste Paket verlose ich unter all meinen Patrons im Weltreiselevel. Das ist im Moment genau einer. Von daher vielen Dank an Jens für die Unterstützung. Ein Paket gehört auf jeden Fall dir. Und wer zukünftig höhere Gewinnchancen für Urlaubsmitbringsel möchte, der schaut mal auf meiner Patreon-Seite vorbei unter patreon.com/sebastianontour. Das zweite Paket verlose ich unter allen, die unter allen 3 meiner Gran Canaria Videos einen Kommentar hinterlassen. Die Links zu den anderen beiden Videos findest du unten in der Beschreibung. Die Stadt Puerto Rico in der Gemeinde Mogan auf Gran Canaria liegt in der südwestlichen Ecke der Insel und gilt als Wassersportparadies. Natürlich findet man hier auch die Gran Canaria-typischen Hotelklötze sowie Bar- und Restaurantmeilen. Im Hafen legen täglich zahllose Touristenboote ab. Auf ihnen kann man einen Tag auf dem Meer genießen, essen, trinken, baden, aber eben auch Wale und Delfine beobachten, wenn man Glück hat. Und genau das wollen wir herausfordern.
Puerto de Mogán ist der niedlich schöne Hafen zur eher unspektakulären Stadt Mogán, die weiter im Landesinneren liegt. Das hübsche Aussehen ist kein Zufall, sondern Ergebnis eines Bebauungsplans des spanischen Künstlers Rafael Neville aus den 1980er Jahren. Enge Gassen und einige Kanäle erzeugen Venedig-Flair. Damit das so bleibt, sind Bauten mit mehr als 2 Stockwerken verboten. Auch an heißen Tagen lässt es sich hier gemütlich durch die Gassen am Hafen schlendern. Natürlich kann man auch wunderbar eine Pause in einem der zahlreichen Restaurants einlegen, ein kühles Getränk genießen oder auch lokale Küche kennenlernen. Um nicht wieder die gleiche Autobahn zurück nach Las Palmas nehmen zu müssen, entscheiden wir uns, andersherum zu fahren. Die GC 200, die wir von ihrem anderen Ende in Puerto de las Nieves bis zum Mirador del Balcón schon gefahren sind, beginnt nämlich hier in Puerto de Mogán. Diese Panoramastrecke führt durch Mogán und an den Los Azulejos de Veneguera, blau-türkisen Gesteinsformationen, vorbei, bei La Aldea an die Küste zurück und dann mit den bekannten, spektakulären Ausblicken weiter bis Puerto de las Nieves. Von dort geht es über die Autobahn in knapp 30 Minuten zurück nach Las Palmas. Never ends. Let's be more than friends. Yeah. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So hold me tight through the night. Just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. Falling into your arms.
das war's mit Gran Canaria. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das so sein sollte, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben unter diesem Video. Wenn du Lust hast, mehr von Gran Canaria zu sehen, dann empfehle ich dir die anderen 2 Teile dieser Serie. Die Links zu den Videos findest du unten in der Beschreibung. Und wenn du schon da bist, lass mir auch gleich noch ein Abo da und schalte die Benachrichtigung ein, wenn du das nicht schon längst getan hast. Denn dann wirst du automatisch informiert, wenn es hier weitergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im Urlaub. Bis dann. Ciao. You're